Wenn du größere Kryptobestände hast und diese gerne auscashen möchtest, zum Beispiel um eine Immobilie zu erwerben, vielleicht um ein Auto zu kaufen oder eine schöne Uhr oder sonst irgendetwas, dann stellt sich ja immer die Frage, welche Bank man hier besonders gut verwenden kann. Welche Banken sind hier kryptofreundlich? Welche Länder bieten sich an für solche Banken? Und genau mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal ein bisschen näher auseinandersetzen. Zunächst mal noch ein paar Worte hier zur steuerlichen Situation rund um Kryptowährungen. Nur ganz kurz, kompakt. Ich gehe davon aus, dass du dich damit ja schon auseinandergesetzt hast. Wenn du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, dann weißt du, dass du hier eine Spekulationsfrist beachten musst von einem Jahr. Danach ist dann der Verkauf von Kryptowährungen ohnehin steuerfrei. Du musst es trotzdem in der Steuererklärung natürlich erklären, aber es ist steuerfrei. Wenn du die Kryptos nicht so lange halten willst, wirst du in Deutschland darauf Steuern zahlen müssen. In Österreich leider die Situation nicht mehr so gut. Du musst auf jeden Fall hier den Verkauf der Kryptos besteuern, den Veräußerungserlös, und auch beim Wegzug aus Österreich wird Wegzugsteuer auf deine Kryptobestände fällig. Leider, das ist in Deutschland übrigens nicht so. Also das heißt, wenn du aus Deutschland wegziehst und Kryptos hast, dann wird hier keine Steuer fällig. In der Schweiz ist es wiederum in beiden Fällen relativ relaxed. Die Veräußerungserlöse sind steuerfrei, wenn du zeigen kannst, dass du nicht hauptberuflich oder gewerblich tradest, und natürlich auch eine Wegzugsteuer gibt es in der Schweiz nicht. Warum ist die steuerliche Perspektive so wichtig? Nun, bei vielen Banken wirst du zeigen müssen, dass du hier die steuerlichen Regelungen in deinem Ansässigkeitsstaat befolgt hast, dass du entweder Steuern bezahlt hast oder nachweisen kannst, dass du keine Steuern bezahlen musst. Daher auf jeden Fall sicherstellen, dass du die steuerliche Situation hier im Griff hast. Natürlich, viele von euch werden sich vielleicht auch überlegen, umzuziehen, bevor sie hier auscashen. Wie gesagt, in Deutschland wäre das nur notwendig, wenn du unbedingt jetzt auscashen willst und die Kryptos noch nicht mindestens für ein Jahr gehalten hast. Vielleicht hältst du die Möglichkeit gerade für jetzt gut und musst es jetzt machen und kannst nicht ein Jahr warten. Dann kannst du ins Ausland umziehen, aus dem Ausland heraus verkaufen. Österreich ist das natürlich leider nicht möglich, denn du hast immer die Wegzugsteuer in Österreich. Also da würde es leider nicht viel bringen. Nochmal kurz zur deutschen Sicht. Du musst hier nicht warten bis zum Jahresende. Du kannst auch unterjährig umziehen. Gibst du in Deutschland den Wohnsitz auf und ist Deutschland nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes, dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht. Allerdings musst du, wenn du unterjährig umziehst, noch die gesamten Jahreseinkünfte in deiner deutschen Steuererklärung für dieses Umzugsjahr nennen. Auch wenn du für die Auslandseinkünfte keine Steuern in Deutschland bezahlen musst, aber sich die Höhe der Auslandseinkünfte dann auf den Steuersatz auswirkt, den du auf die deutschen Einkünfte bezahlen musst. Alles ein bisschen kompliziert. Also, wenn du jetzt umziehst, jetzt ist es Mitte September, dann bist du sofort in Deutschland nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig, wenn du es richtig machst, und könntest dann eben sofort vom Ausland aus die Kryptos auscashen, wenn du in einem steuerfreundlichen Land lebst, dann entsprechend steuergünstig. So, beim Auscashen, da gibt's jetzt natürlich alle möglichen Horror-Stories, vor allen Dingen natürlich, wenn die Beträge sehr hoch sind. Wir haben Mandanten, die haben tatsächlich schon Millionen getauscht in Euro, in US-Dollar und andere Währungen. Und das kann natürlich relativ schnell dann haarig werden. Und es wird natürlich immer haariger. Die Regulierung verschärft sich ja laufend. Wir haben schon öfters hier über die AMLA gesprochen auf EU-Ebene. Teil dieses gesamten Paketes ist ja auch eine durchgängige Kryptoüberwachung. Das heißt, hier wird die Compliance doch deutlich angezogen. Und sie ist ja schon in den letzten Jahren auch deutlich angezogen worden. Das heißt, hier jetzt einfach unvorbereitet Kryptos hier von einer Exchange an eine Bank zu schicken, um auszucashen, ist nicht immer unbedingt eine gute Idee. Hier in diesem Video wollen wir uns jetzt mal ein paar Länder anschauen, wo sowas hier ohne weiteres möglich wäre. Erstes Land in unserer Liste ist Gibraltar. Da gibt es die sogenannte Xapo Bank. Viele Mandanten von uns haben dort ein Konto. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob es eine gute Bank ist oder nicht. Manche Mandanten schwören drauf, andere haben keine so gute Meinung. Was denkst du? Hinterlass uns einen Kommentar. Teile, was deine Meinung zu dieser Bank ist. Problem ist ein bisschen bei dieser Bank, dass sie natürlich als Kryptobank bekannt ist. Das heißt, wenn du dann hier auscashen kannst, dann kannst du zwar auf dein Konto bei der Xapo Bank auscashen,
Wenn du dann aber von dort überweisen willst auf ein anderes Konto bei einer anderen Bank, gibt es möglicherweise das Problem, dass die andere Bank nicht so gerne dein Geld annehmen will. Das musst du berücksichtigen. Das Gleiche ist auch bei unserem nächsten Kandidaten hier ein Problem. Und zwar rede ich hier von der Tower Bank in Panama, auch eine bekannte Kryptobank. Du wirst wahrscheinlich schon davon gehört haben. Ziemlich einfach ein Konto zu eröffnen, auch ziemlich einfach hier einzucashen und die Kryptos einzutauschen auf dein Konto. Sind aber die Kryptos dann erstmal da, auch dort unter Umständen schwierig, auf andere Konten zu überweisen. Das haben mir jedenfalls Mandanten so gesagt, die dort ein Konto haben. Es hilft natürlich auch nicht gerade, dass Panama hier auf diversen Listen, grauen Listen, schwarzen Listen der EU und der FATF auftaucht oder aufgetaucht ist. Panama hat eben nicht unbedingt hier den besten Ruf. Das nächste Land, von dem ich hier sprechen will, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort ist natürlich schwierig oder unmöglich, ein Konto zu bekommen. Das geht praktisch nur dann, wenn du dort wirklich lebst, während das zum Beispiel natürlich in Panama oder jetzt hier in Gibraltar kein Problem war. Ja, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten funktioniert es eigentlich nur wirklich, wenn du dort lebst oder dort ein Unternehmen hast. Mir ist klar, es gibt auch Ausnahmen. Wir haben Mandanten, die wohnen in Deutschland, haben Konten in den UAE aufgemacht. Meistens mussten dort große Deposits und so weiter dann an die Bank überweisen. Aber so im Großen und Ganzen ist es am einfachsten, wenn du dort wohnst in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zum Beispiel in Dubai. Die Banken dort, meiner Erfahrung nach, sind relativ altmodisch. Das heißt, wenn du hier Krypto in großer Menge eincashen, dann auf einmal ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen auf das Konto schickst zu der Bank in den UAE, kannst du davon ausgehen, dass das Konto geschlossen wird. Hier wirst du also kleine Zahlungen machen müssen, 10.000 mal 20.000, vielleicht mal 50.000 und so, dass das Konto richtig warm läuft, selbst wenn du dort lebst. Wenn du dort große Zahlungen machst, dann kannst du davon ausgehen, wie gesagt, dass die Bank nicht mitmacht. Viele Mandanten von uns haben das erlebt, die tatsächlich auch dort wohnen. Die haben nicht mal Kryptos bekommen, die haben einfach verschiedene Zahlungen aus dem Ausland bekommen. Sogar aus Ländern wie Deutschland, UK oder auch Irland auf ihr persönliches Konto bekommen in den UAE. Und das Konto wurde dann ruckzuck geschlossen, weil das der Bank letztlich unheimlich war. Sie wusste nicht genau, wie sie damit umzugehen hat. Die Banken sind also seltsamerweise hier nicht besonders kryptofreundlich. Normalerweise ist ja die Community dort sehr kryptofreundlich. Du kannst also Immobilien kaufen, du kannst Autos kaufen, du kannst Luxusgüter kaufen, alles mit Krypto bezahlen. Das geht in Dubai. Daher hier ein Tipp. Überleg dir doch mal, ob du nicht am besten eine Immobilie kaufst mit Krypto und diese dann kurze Zeit später wieder verkaufst gegen Geld, gegen Fiat. Und dieses Fiat dann auf dein Konto in Dubai einzahlst, dann wird es kein Problem sein, hier einen großen Betrag zu erhalten. Natürlich, da wird dann 4% Land Tax fällig in Dubai, aber auch wenn du hier Krypto in Fiat umtauschst, wird ja vielfach 3% oder so an Gebühren fällig durch die Exchange. Also auch hier musst du mit Gebühren rechnen. Wenn du hier vielleicht die Wohnung in Dubai noch ein bisschen länger hältst, wirst du möglicherweise hier auch noch einen Gewinn machen. Es ist ja relativ beliebt momentan, hier Property zu flippen in Dubai, gerade Off-Plan-Property. Wir haben einige Mandanten, die das machen. Können dir da auch ein paar Tipps geben, wenn du dort Tipps zu Immobilien brauchst. Aber das wäre eine Möglichkeit. Ja, das heißt, du kaufst die Wohnung mit Krypto, verkaufst sie dann für Fiat. Das Geld fließt auf dein Konto. Dann hast du de facto Krypto ausgecasht, ohne Krypto auszucashen. Ein weiteres beliebtes Land für Krypto war Georgien. Ich sage bewusst war, meiner Erfahrung nach, und ich kann mich hier wiederum auf verschiedene Mandanten berufen, das Ganze ist in den letzten 2-3 Jahren ziemlich schwierig geworden. Es sind sehr viele Russen natürlich nach Georgien hier geflohen. Da ist sehr viel russisches Geld dort angekommen. Die Banken sind dort jetzt sehr vorsichtig. Sie wollen ja keinen Ärger bekommen mit der FATF oder der OECD oder sonst irgendwas. Und daher ist das de facto mit den Kryptos eincashen hier meiner Erfahrung nach nicht mehr so einfach, wie es früher war. Auch schon allein die Kontoeröffnung war ja früher extrem einfach. Auch heute eher schon ziemlich kompliziert geworden, wie man das von anderen Ländern gewöhnt ist. Auch nicht komplizierter als in anderen Ländern, aber eben auch nicht mehr so kundenfreundlich, wie es schon mal war. Auch dort meine Empfehlung,
Ganz ähnlich wie zum Beispiel in Dubai, lass dort keine großen Beträge von Crypto Exchanges direkt auf das Konto hier eingehen. Lass das Konto warm laufen. Kleinere Beträge, nicht mehr als 10.000 zunächst mal. Also auch für große Beträge ist das Ganze sicherlich nicht besonders gut geeignet. So, als nächstes möchte ich hier zu zwei ziemlich bekannten Playern kommen. Der eine ist Wise. Wise ist so eine Sache und bei dem anderen Player wird es gleich ganz genauso sein. Wise ist so eine Sache. Für manche funktioniert es hervorragend, für andere funktioniert es gar nicht. Auch hier ist meine Erfahrung mit Wise: Man muss das Ganze erstmal warm laufen lassen. Wir hatten Mandanten, die hatten ein Wise-Konto und da kam dann sofort ein großer Betrag rein und das Konto wurde sofort zugemacht. Ja, also das ist auch hier nicht so einfach. Aber für andere funktioniert Wise tatsächlich auch wirklich gut, wenn das Konto dann mal warm gelaufen ist, auch was Kryptos anbelangt. Das heißt, du kannst Kryptos tauschen, du kannst dann natürlich mit Wise das Geld überall anders überweisen. Das funktioniert schon ziemlich gut. Aber auch hier, was ist deine Erfahrung damit? Würde mich interessieren. Hier teilen sich eben auch so die Geister. Für manche funktioniert es, für manche funktioniert es nicht. Das Gleiche kann man auch für unsere nächste Bank sagen, Revolut. Revolut ist ja in der EU letztlich organisiert als litauische Institution und ist im UK inzwischen auch eine richtige Bank, haben dort eine Volllizenz. Auch dort kann man theoretisch Kryptos eintauschen und dann weiter überweisen. Auch hier muss ich sagen, viele Mandanten haben Revolut-Konten gehabt. Revolut hat regelmäßig hier ohne Vorwarnung Konten geschlossen. Allein schon deswegen, weil man Zahlungen zum Beispiel gemacht hat nach Dubai und so. Andere schwören darauf, andere finden es total einfach. Es hängt tatsächlich vom Einzelfall ab. Es fällt mir hier schwer, eine tatsächliche Aussage zu machen, weil es so sehr von den individuellen Umständen tatsächlich abhängt. Nicht nur die Nationalität, also wie gesagt, wir haben hier Mandanten gehabt, die haben sehr große Probleme gehabt, die waren deutsche Staatsbürger und haben irgendwo in der EU gelebt und denen wird das Konto einfach zugemacht. Also auch hier wenig verlässlich, meiner Erfahrung nach, besonders wenn es um große Beträge geht. Aber würde mich interessieren, was ist deine Meinung, was ist deine Erfahrung mit Revolut? Lass uns gerne mal wissen hier, was du mit denen so für Erfahrungen gemacht hast. So, meiner Meinung nach die besten Banken, wenn du große Kryptobeträge auscashen willst, sind in der Schweiz und in Liechtenstein. Dort gibt es Privatbanken, wo du dann natürlich relativ hohe Einlagen machen musst. Ich rede von Hunderttausenden, möglicherweise 500.000 oder mehr. Aber dort kannst du dann sofort hier große Beträge eincashen. Wichtig hier, dass du über einen regulierten Krypto-Exchange gehst und die werden sich auch anschauen wollen, was hier in deinem Wallet so alles passiert ist. Auch wie gesagt, wichtig dort, sehr wichtig die steuerliche Situation. Wenn du irgendwo lebst, wo du hier die Kryptoeinkünfte versteuern musst, dann wollen die einen Nachweis sehen, normalerweise die Banken, dass du Steuern bezahlt hast. Die Krypto-Exchanges übrigens in diesen Ländern auch. Aber das muss nicht sein, aber wird vielfach natürlich danach gefragt. Aber wenn du in einem Land lebst, wo es sowieso steuerfrei ist, also zum Beispiel in Deutschland, ja, dann ist auch dieser Nachweis nicht notwendig. Also hier eine der vielen Schweizer Privatbanken oder auch der Privatbank in Liechtenstein wird hier gerne dir helfen. Auch hier hängt es natürlich stark ab, wo dein Wohnsitz ist. Und solche Fragen: Hast du einen Wohnsitz in der Europäischen Union? Normalerweise kein Problem. Ist der Wohnsitz dann schon wieder in einem anderen Land, sagen wir mal Lateinamerika oder so, ist der Wille der Bank, mit dir zu kooperieren, schon sehr viel kleiner. Also auch hier sind die Parameter tatsächlich entscheidend. Auch hier, wenn du hier Kontakte brauchst, wir haben hier Experten, die können dir spezifisch helfen, bei einer Privatbank in der Schweiz ein Konto zu eröffnen. Wie gesagt, da ist dann immer natürlich auch die Erwartung, dass bei dieser Bank gewisse Mittel deponiert werden und auch dort dann bleiben. Das heißt, wenn du dazu nicht in der Lage bist und das nicht willst, dann ist die Schweiz und auch Liechtenstein natürlich für dich nicht so sehr geeignet. Dann ist einer der anderen Banken, über die wir hier gesprochen haben, schon eher die richtige Wahl für dich. Wenn du andere Banken hast, wenn du Tipps geben kannst unseren Zuschauern, wo das Auscashen von großen Kryptobeträgen problemlos möglich ist und welche Bedingungen dafür zu erfüllen sind. Wenn du auch Erfahrungen damit gemacht hast, Konten warm laufen zu lassen, oder wenn du auch sonstige Tipps geben kannst rund um das Thema Banking und Krypto
Unsere Community ist dankbar für deinen Input. Dein Input ist sehr hilfreich und kann vielen Menschen helfen, Fehler zu vermeiden, die du vielleicht gemacht hast und wo du hier ein hohes Lehrgeld bezahlen musstest. Wenn die Fragen und Themen, die wir hier in diesem Video angesprochen haben, etwas ist, was auch dich umtreibt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, sich zu internationalisieren, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, egal ob das Krypto-Investoren sind, Unternehmer, Freiberufler. Wir haben einer großen Anzahl von Mandanten geholfen, sich optimal im Ausland aufzustellen, ihren Plan B zu entwickeln, international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.